Hallo. Hallo. Alter, ich versuche jetzt gerade hier nochmal auszuprobieren mit dem Streamen bei mir. Ich habe jetzt mal die Qualität runtergesetzt, aber jetzt habe ich den Stream gestoppt und wollte mit noch einer niedrigen Qualität nochmal anfangen und irgendwie sehe ich immer noch den ersten Teil nur von meinem ersten Livestream. Und das war auch schon schlecht. Auch mit 27p nur. Ah, So, jetzt bist du live, ne? Dann kann ich jetzt auch noch live gehen oder nicht? ja, klar. Und dann probier es auch nochmal. Aber willst du dir das wirklich antun? Ich will es nur einmal testen. Ich habe es jetzt auf 360p gestellt. Ich möchte wissen, ob es da ruckelfrei ist. Na gut, soll ich in der Zwischenzeit schon mal suchen? Wie du magst. Ja, dann poste mir nochmal deinen Schlüssel. Gut. Was mich auch irgendwie ein bisschen wundert, wenn ich auf die Seite www.nupse live gehe, dann sehe ich da jetzt den Livestream, aber irgendwie gibt es nicht irgendwie so einen Reiter für Livestream oder sowas. Sind die immer dann direkt sofort oben zu sehen? Mhm. Ah ja, jetzt sind wir noch da. Jetzt gucke ich nochmal, aber das wird auch ruckelig sein, garantiert. Es ist nicht ruckelig. Na gut, ich mache das jetzt auch trotzdem aus. Wir können das auch gleich wieder löschen, dann Quatsch. Okay. Ich bin sofort wieder da. Ich schalte nur GeForce Experience aus. Mhm. Oh, wir haben schon. Nimmst du den Voice Chat auch gerade schon auf oder noch nicht? Ja, sicher. Klar, sobald ich aufnehme. Nur letztes Mal hast du ja den abgeschaltet, bis wir dann soweit waren. Ja, aber ist okay, kannst du lassen. Ja. Muss mal gucken, wie ich das. Kann ich das dann auch löschen, das Video, was gerade hochgeladen habe? Ja, ne? Hast du was reingeschrieben? Mindest-Item-Level? Ja. 400, okay. Kommen wir mal, Flask. Soll ich hier mal wieder ein paar bauen? Ja, wenn du Kräuter hast. Na, wollen wir Doppel-DK machen? Keine Ahnung, mir wurscht.
2 DKs als Dämmspieler und noch ein DK als Tank oder was? Triple DK? Der ist schon weg. Du hast gestern übrigens bei Projekt noch irgendwas, ein Video laufen gehabt. Ja. Ich hab's genau gehört. Oh, noch ein Jäger dazu. Aber Jäger ist auch gut für CC. Falls das irgendjemand macht. Aber wie ist das denn bei den Mobs in den Trash Packs mit den Totems? Kommen die erst und spucken da grünes Zeug erst, wenn die Totems weg sind, oder was ist da? Ja. Das heißt, am besten das bis zum Schluss lassen und das dann, oder was? Jo, es kommt drauf an, wenn man eine fette Gruppe hat, dann sollte man vielleicht erstmal ein bisschen Klarschiff machen. Und vielleicht dann den Totem erst weghauen. Ja, so meinte ich es, ja, okay. Ach, Grievous, oh nein, das wird alles wieder nichts. Das ist für mich tatsächlich ein ziemlich hartes Affix, muss ich sagen. Glaube ich. Wutnickel. Hast du eigentlich noch Ruhen? Ja, die kaufe ich mir halt immer, ne, als einziges Oh, wo kann man den kaufen? Auktionshaus. Ah, okay. Was kosten die? Ja, so unterschiedlich. Ich versuche mal so um die 200 zuzuschlagen. Preise gehen manchmal zwischen 200 und 500 hin und her. Ich habe jetzt auch schon ewig keine Quests hier für meine Follower bekommen. 402er englischer Prot Warrior. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, los, go, go. So, der Tank ist ein Engländer, die anderen sind Germans. Er hat auch so einen englischen Namen. Leck. Bist schon drin? Nein. Fliege gerade. What? Ich habe keine Ahnung. Hast du eine Ahnung, welches Pack er meint? Hm? Nee, keine Ahnung. Ich geh schon mal rein. Ja, ich bin jetzt im Porten. Ich weiß gar nicht, wo die anderen sind.
Doch, der Jäger kommt noch. Ach ne, er ist da. Wobei das ist natürlich keine Antwort ist, ne? Naja, ich denke mal, darum geht's ihm. Wahrscheinlich ist er noch im AH und guckt, ob er eine Trommel holen soll. Das ist immer so ein bisschen... Sehr gut. Passt. Another group of thieves trying to steal my horse. Na dann. Everyone ready? Aye, this is the place. I can feel the power of these relics deep in me bones. Of course, we're not the only ones. Aye, this is the place. I can feel the power of these Protect the relics princess! deep in Let me bones. no one make it through! Of course, we're not the only ones to. You are too late, outsiders. The temple belongs to my master now. Soon, Yule will awaken the Tsar. Then the Troll Empire will rise again. We'll see about that, you violation! You're not deceiving an old man. Spaß. So, will er den da hinten machen? Oder was genau? Ich hoffe nicht. Ja, geil, ich sitze hier hinten. Von der Punkte her.
Ja, wenn der irgendwo hinläuft, was soll ich denn machen, wenn er hin und her läuft? Ich laufe irgendwo hin, wo ich mich verstecken kann, damit ich... Warte, ich Mann! ich hol ihn. Now that was an Ja, echt mal, hier so eine Scheiße hier. Nee, wo rennt man hin? Wie soll ich denn da hinterherkommen und irgendwie dann außer Line of Sight bleiben? Verstehe nicht. Was ist mit dem Zwerg, mit dem Mann, mit dem Hunter? Resettet. Was zu essen kann, sonst kann ich das geben. Naja, ich hab das. Diese Pfütze sieht natürlich auch überhaupt nicht richtig. Jetzt die liegt natürlich da ganz super. Oh Mann. Der kann ja nicht stehen. Ich krieg den nicht hingeheilt. Ich hab den... Ja, ich weiß nicht, was der gemacht hat. Ich hab den die ganze Zeit Dauer gehalten. Ich konnte ihn nicht heilen. Razan was a powerful Loa. Perhaps you will make a worthy sacrifice for Zul. Stand ja in der Pfütze oder was? Also ich habe wirklich dauerhaft gecastet und ich konnte nicht gegenheilen. So, gleich kommt Welle. Er läuft ja nicht rein oder was? Ich weiß. Ey, Alter.
Ja toll, jetzt kommt Welle, jetzt machen wir die weg und jetzt kommt dieser Tank nicht da ist. Ah. Muss ich fragen, ob er läuft oder kapiert das man selbst? Ich weiß nicht, ich habe ihn ja gerade schon gelöst. Ey, ich steigt gerade mein Puls hier und mein Blutdruck. Wer ist denn jetzt ein Discord? Wer ist denn da gerade rausgeritten? Ah, okay. Ja, was jetzt nichts bringt, ne? Ja, haben wir jetzt Lust. Okay. Rise, fallen one. Trophy collection. Sooner or later, everyone comes to me. Hier steht er in der Sitze. Jesus Christ, ob das was wird. Nein. Wieso das denn jetzt noch?
Okay, demnächst keine Engländer mehr hier, die wollen alle nur raus. Bitte was? Brexit, der ist jetzt auch hier geexitet, der Brite. Der Brite war der, Na, der Tank war Engländer Tank, nicht. ja. Rise, fallen one. Ja, da hat irgendwie ein Cast auf mich geschossen, das ist blöd. Ja. Now that was an impressive death. Okay, was kann man hier dispellen? Ach, meint der Grievous Wound oder was? Ja, der meint wahrscheinlich Grievous Wound. Okay, also ich kann ihn auf jeden Fall aufstellen, wie es aussieht. Was ist denn das? Was kannst du dispellen? Was kannst du dispellen? Strike. Wahrscheinlich, oder? Oh, keine Ahnung. Oh, das machen glaube ich nur die... Ja, er meint wahrscheinlich Grievous Wound und das geht halt nur, wenn ich ihn über 90% habe. My trophy collection.
Geil, zu viert, ey. Macht er jetzt hier das dritte Totem oder was? Oh, ich weiß es Das nicht. wird doch nix. Ich kann ja mal versuchen, beim zweiten mit drauf zu gehen. Obwohl, der macht ja ordentlich Damage. Master, no bow! You die with me! Master, gonna build me again. Boltal, in pieces again? No matter. I can rebuild him. But when you die, there will be no coming back. Ja, wie wär's denn mit warten, bis der Halber wieder da ist? Läuft. You not be dreaming now, man. Rise, fallen one.
leck mir den Arsch alles. Entschuldigung, dass das jemand mal guckt. Sooner or later, everyone comes to me. Ja, vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht kriegst du auch nicht so hin. Mag sein, ich weiß nicht. Also die Affix sind halt richtig scheiße. Ja, wie ist denn, dass ich mal buffen kann und bekommen? Nee, ich möchte mit denen nicht nochmal gehen hier. Sorry, die Truppe ist mir zu, weiß nicht. Weekly? Ja, er braucht die Zähne offensichtlich, was ich allerdings nicht so ganz verstehe. Ja, es ist ein Pro-Gamer hier. Aber weißt du was? Ich glaube, jetzt lief ich einfach hier, ist mir scheißegal. Ja, es ist wahrscheinlich für einen Disc wahrscheinlich extra schwierig. Oh, poor little thing. You been needing some help from old one someday? So, damit hat es jetzt erledigt. Ja. Ja gut, dann ist die meine Konsequenz dann können wir so hoch halt nicht machen, wenn Grievous ist. Ja, es ist schon hart für mich. Es ist, ich kann die Leute kaum hochhalten. So, gehen wir raus aus Gruppe. Ich hatte jetzt nicht so das Gefühl. Doch, es war schon hart für mich. Also, das stimmt schon. Na gut, ich resette mal. Ja, ich weiß es nicht, ob jetzt das. Weiß nicht. So, dein Key ist jetzt, ne? 9, ne? Ja, ich bin jetzt nicht so motiviert, muss ich sagen. Was haben wir bis jetzt schon geschafft? Wir haben schon 9 geschafft, ne? 9, ja. Ja, komm, Mann, was heißt denn das jetzt halt? Ich weiß es nicht. Was für ein Key hast du? Underrod. 8. Ja, ich weiß es nicht. Aber ich habe jetzt auch ehrlich gesagt nicht wirklich Bock, jetzt mir Holy nochmal anzugucken, das zu lernen. Ich glaube, das war auch eben gerade einfach eine. Ja, ich weiß, wie gesagt, keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Mir ist egal. Einen Hm? Einen Moment, bitte. Come on, you can go faster than that, can't you? So you've just got your brand new PC and you want to do some overclocking, but that tiny air cooler that you have is just not doing it. So you could get like a radiator, a pump, and a reservoir, but all of that's pretty damn expensive. So what if you just buy the block and hook it up to your sink? Well, Linus said that's a bad idea, but he's on vacation, so We're gonna do it let's anyways. do it, yeah. Madrina's Coffee blends specialty cold brew coffees into 15-ounce grab-and-go cans for your convenience. Check them out and use offer code Linus to save 40%! 40% at the link below. So first thing we need to do here is just get some baseline readings. So what do we have in here, Jake? So this is a Intel Core i9-7900X. We got a Titan XP, not P, but Pascal, same thing. We got an AX1500i, which is super overkill, but really, what we need to look at is the temperatures here. So in the hottest core, we're looking at about 56 degrees. This is at the stock clock. So I guess, should we overclock it first? No. Let's wait until we get the sync going, right? Yeah, let's just see how it performs compared to the sync and go from there. And that's with the 360 mil EK water blocks rad. Oh! That's my favorite technique. Just give her a good blow. Some stamina here. Jesus. Dude, I don't think it's gonna seal very well. Does it even stick to this? Does it matter though? I bet you if we put a fitting on that end of the tube, it would be easier to like mate the two metal surfaces together. Oh, why did you let it go? All right, let's It's just. stuck in the sink. I'm going to get another fitting. This guy, what an amateur, hey? I got it. We don't need Jake. Okay, we're just doing it. Yep. We most certainly do. Oh, geez. This is a bad idea. I'm gonna go get some tuck tape because I don't think that your tape is good enough. Dude, what happened last time you used tuck tape? Is there video footage of that? It's leaking. Yeah, it got dropped. It was fine until we put it under pressure. It was fine until it like needed to work and then it didn't. I don't think they engineered this around being able to do this. Okay, so do you want to hold it and I'll tape it? Sure. Let's cut a piece off here. What are you So taping now? It's our return. A return valve. This is how we'll prevent that. Perfect. Cool. It's working. And I guess you don't have to wait for this to get up to equilibrium either, right? Yeah, there's no equilibrium. The water's not recirculating. We are just at it.
Oh my god! So at idle, we're sitting at about 14 degrees. Junge musste sich ganz schnell ab. Or, so This is just how you get sub-ambient. You remember that it stupid... shouldn't go up It's gonna go up some. like a bit. Like, my Ja, guess keine is Ahnung. 38. Ich weiß es nicht. Ja, also wir könnten jetzt entweder nochmal mit unserer Truppe... Du meinst Bauer und Co. Ja, meinetwegen können wir es machen. Es ist halt einfach... Das ist nicht leicht für mich, sagen wir so. Also, Icy Veins like Grease is definitely one of, if not the hardest affix for disciplines to handle, but it is not impossible. Aber es ist schon schwer. Ja, mir egal. Entweder wir suchen uns jetzt noch was zu zweit oder wir versuchen nochmal eine Fremdgruppe mit einem 9er Key oder aber wir sagen den 9er Key jetzt bei uns 1, 2 oder 3. Du entscheidest. Hä? Ich hab die Option jetzt nicht verstanden. Fremdgruppe, Fremdkey auf 10 suchen. Dein Key mit Fremdgruppe suchen. Dein Key mit unseren Jungs ankündigen und machen. Ja, oder irgendwas anderes mit unseren Jungs machen. Muss ja nicht unbedingt mein Key sein. Oh, gut, aber... Du entscheidest. Keine Ahnung. That's really good though. Oh my god. Okay, so we're getting hottest core as of right now is 40 degrees, which is what, like 16 below. Das war der letzte Woche, die Yeah, Affixe. 56 I think was the hottest core War das? before. Nee. It's good. Do you like our water cooling? It's the best thing you've seen all Wir day. wollen denn unsere Jungs sonst machen? Yeah. Yeah. What's wrong with that? Well, It's not too bad. But look at our temperatures. Our hottest core on the 7900X is 40 degrees. That's not very many degrees. wow, Und Riley, was you're wird so nächste Woche insightful. schlimmer? Das schreibt Barbara da im Chat. 3, 2, 1, go. Okay, Was hab we're ich gonna vorhin hier in den Chat bottom Hi of the geschrieben? meniscus. Here. Warum sehe ich mich hier nicht? Hm. Stop. So that was 11.8 seconds. We'll be using 150 liters per hour. So I think before we overclock that we can take this to the next extreme. How is it gonna get better than this? So, Can't hook it up to the fridge. well, but do you know what we can do with the fridge? We can just take yonder bucket of water. Okay, so I'm kind of missing, but you get the idea. So yeah, we've got this $22 submersible pump. So the idea is basically we have a bucket, we fill it with ice, we put the pump into the bucket of ice, then sink goes to bucket, goes to pump, goes to thing, goes back to thing, drains into this sink. Ja, was ist das mit unseren Lösungen? Oh, we want that over here. Why? What Das is ist with you die putting the water back in the thing? Heimatproblematik. Because we're gonna have really cold water, so you want to have the cold water kind of like doing its thing in here. Yeah, then we're just dumping hot water into the cold, like we're... It's not going to get like above ambient Okay. in the time it goes through there. All right, fine. And I don't think we can keep up with the pump with this. Oh, shit. This is true. Is there a speed setting on there? All right, so Oh my god. pump is getting plugged in now. Is that pump supposed to be submerged? Yes, Yeah. it's a Oh wow, submersible dude, that pump. thing is kicking water. Dude, these lines are so cold already. We're gonna kill this CPU for sure. No, This board is gonna be Dunzos. so we're sitting at about Oh, Sub-Zero, -1, yes. Dude, we have a finite amount of time before this. But yeah, board we're is looking fried. at about three-ish degrees. So Is it still sub-ambient? Oh no. Okay, so, it's 22 degrees in here. Yeah, our hottest core at the moment is 24 degrees, so we aren't sub-ambient. We're damn close, like we're doing better than we did with the chiller.
And so like the total cost of this whole thing would be like A cheap AliExpress Yeah. block. You can get those for like 15 to 20 bucks. and then $22 for the pump. You could probably find a cheaper one. And we are a solid, what, 30 degrees lower We were at than 56 before. More than 30 degrees lower. than a triple rad from EK. 5 gigahertz, baby! So, ja, nur was auch immer. Bitte schnell entscheiden, sonst kann Ne, ich habe doch schon gefragt, wollen unsere Jungs überhaupt was machen heute hier noch? Das fragst du mich gerade? Ja, vielleicht hast du mit denen schon kommuniziert oder so. Weiß ich nicht. Das müssen wir sie wissen. Oh my 90 god! degrees! Ja, ich weiß nicht, ob du, was du machen möchtest. So, Oh, ich werde I think that we need more voltage. We have 1.4 volts. What do you hier mean? nochmal versuchen und vielleicht We can't get more aber voltage? dann halt It's wirklich crashing, jetzt, and the answer to crashing is more voltage. Das Upgrade bringt uns überhaupt I think nichts. we need Anthony. Hey Anthony. Ja, und +2. Das Upgrade bringt nur was für den Key, aber nichts für die Kiste. Die Kiste ist nur das, was wir hier schaffen. Ja, Wenn wir +9 machen, dann haben wir +9 geschafft. ja, ja. Und wenn wir dann noch einen 10er machen hinterher, dann kriegen wir einen 10er. Ja. Aber das machen wir ja nicht mehr hinterher. Ja, das weiß ich nicht, je nachdem wie gut es jetzt läuft, ne? Ja, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Also ich bin jetzt gerade hier nicht sehr so optimistisch gewesen. Ich hatte jetzt nur der blöde Tank da irgendwie bloß rumgelabert, kann auch sein. Ist schon nicht schwer, ist schon nicht leicht. Und Das war einfach eine Kack-Konstellation gerade einfach. Der Tank war kacke und dann ist er raus und dann waren wir zu viert. Und der Tank hat gleichzeitig Damage gemacht. Das geht ja nicht so wirklich. Naja, mir ist egal. Nur bitte jetzt entscheiden. ja, meinetwegen mit unseren Jungs. Na dann, Das ist mir jetzt lieber als eine Fremdgruppe. dann poste den Key. We need you. We don't know how to overclock. Oh. You know how. Ja. Kinda, yeah. Sure. Okay. Yep. We're gonna leave this up to you. Okay. Oh. Uh, See, that's what I was hoping that non-middle answer would prevent. okay. Okay. See you later. Enjoy, buddy. Okay. Okay. That's a thing. All right. So let's go Ida. The voltage. So sitting at max of 11 degrees at the moment. Our voltage is 1.375 and 2.15 input. Hey, it's working! Ah, damn it! Does it work? It's just crashing. No, it dropped down to 1. Oh, actually. Oh, it does work. Hey, look at this. There we go. So we got a little lower voltage. But wait. We're basically at similar temperatures to what we started with, except we're at 5 gigahertz now instead of 3.9. Come on, baby. Wait, oh, Damn it. Dude, there's so much water on those tubes now. oh yeah, jeez. We don't have much time. Oh, 4.8. Ah! Come on, baby. Oh, you can do it. We're at 101 on one core. Yeah, so it's immediately overheating. We're still at 4.8, baby. No! We can drop the voltage to like 1.35, I guess. I am concerned that this is just a processor. Yeah, it might just not be a very good overclocker. I'm just so disappointed. I want Yeah, 5. well, sometimes you can't have nice things. I guess that's part of the story, right? You bought all this stuff, you can't just go return your CPU because, well, actually, you can definitely do that because Amazon, but you're not supposed to just return your CPU because it doesn't overclock well. So I guess we'll get to the best we can get Oh, to. I had XMP on. Oh. So, Sweet. do you think that would hurt it? Yeah. Wir haben zwei anderen. Oh! Oh! Oh, we're screen capping! Ja, wir waren ja eben Did I auch do nur it? zu Did I viert, do it? sonst What sind did wir jetzt you auch change? zu viert plus Anheiler. Changed everything to auto. Wait, what's our? Wait, go back to our thing. What is our? We're at We're at 4.3. Why are we What at did you even 4.3? set the? What? Why did it? What? What? Okay, so, well, this is disappointing. All right, 4.8, baby. It's. Oh, how did it's- this? What did you change? You just set it to auto. Auto everything. That's how you overclock X299. So there's no way at all that this could be done with just regular water cooling. No. Would So be this- at like 4.4 maybe, 4.5.
This right here is definitely like what you put in your forum post. You're But like, yeah, so it works then. Yeah. If you just want to get another 400 or 500 megahertz to hopefully 500. 6,000! Yeah, baby. 6088. Yeah, That's almost 6100. I think we can push it a little further. You think we can go further? I think we We can are at do- 93 degrees there. Well, I think I'll try to leave the voltage another 100 megahertz. I'm gonna give her 1.385. We can't Oh do god, it just turned off. Let's unplug it. Oh, maybe it was fine. Our last kick at the can. If we can't do this, then oh, Holy oh, it's doing it. no, it's not. It's done. No, It's done, oh, bud. yeah. So it's conclusion time, I guess. If your goal is to just get the craziest Cinebench score, craziest 3D mark, maybe plugging into a sink is the way to go. Yeah, this worked surprisingly well. Like, And delid. Yeah, yeah, definitely delit it because we absolutely destroyed the triple rad, and the whole thing cost like $50. And you could probably do it for cheaper. Yeah, Like if you get an aquarium pump from like a hardware store, you could probably, or used, buy one used. actually, don't do it. Yeah, Probably don't. Do you need to create a beautiful website without the hassle? Well, check out Squarespace. Their all-in-one platform makes it easy to get up and running quickly. They've got award-winning templates that you can use as a starting. Your will belong to me now. Hast du dich vorhin links plus? Nee, ne? Nee. Ja, ich kann tatsächlich jetzt nicht mehr. Na, ich glaube eine Stunde oder. Nee. Ja, eine Stunde. Jetzt. This video is going to be quite different from how I originally planned it. This is a screen. It is a giant gaming screen. It's 65 inches, 4K, and as I built this setup, I realized like this was an experience that I had to share with you guys, so here we are. This is a screen that's made by HP. It's called the HP Omen Imperium. It's the first of its kind. It's a 4K
HDR capable, like real HDR capable screen. That's also 144 G-Sync enabled. So for the people that don't know what that is, it is a super smooth gaming experience. And it's something that when I built this thing and I just tested a game on it, I was like, wow. I just had to show you guys as I went through the process. So the screen, we'll get back to the screen in a second, but to power this, to be able to get that kind of frame rate in a game at a 4K resolution, I'm running it off of this system here. This is the Corsair one. Because this is supposed to be used for a living room entertainment system type of thing, I wanted you don't want just any kind of regular rig. These guys did an amazing job at it. It's running an RTX 2080 Ti, i9 9900K, water cooled, and it is probably the most quiet system that you can purchase, like pre-built. It's phenomenal for what this is, like what this whole setup is. Super quiet living room system. Super powerful. Okay. Real quick. Okay. The whole living room experience. I have this. This is the Razer turret. This particular unit is built for the idea is that you can just use it as a lap board. There's other companies that make keyboard and mice combinations that allow you to play on your couch or whatever, but this is just one that I've used it not very much, but from what I've used of it so far, it's quite good. But as we kind of go through this video, I'll give my feedback on this and everything. So before I jump into the actual game, the first thing I noticed when I connected this whole thing up is that normally when you have games running at 4K on like a regular 27-inch screen, or worse, like a laptop screen, you cannot appreciate the value that 4K delivers. On something this big, on a 65-inch screen, it is incredibly sharp. It's weird. It's hard to describe this in a video, or to showcase it in a video, and it's even more difficult to describe it in words. But a 65-inch screen at 4K playing a game at, well, right now it's 70 frames per second. Even with, this is running an RTX 2080 Ti, it is really difficult to get good frame rates at 4K. Like, that's just the nature of 4K gaming, right? If I really wanted to push this to like 144 frames per second, I have to drop quality. I'd want to keep the resolution though, because if you're playing on this screen, you kind of really want to take advantage of that resolution. Ah! I went for the kill. This looks so nice. Like I wish you guys could see this the way that I'm seeing it. But look at the detail of this gun. Like, I've seen this gun 100 times on a regular monitor, and you just don't get this kind of detail. It just looks so nice. Like, look at that. Look at the buttons on the scope. I might be able to flank him here. Got one. There is a soundbar that comes with the screen, and it sounds a lot better than I thought it would. I mean, a lot of companies advertise included soundbars as being like good quality and stuff like that. They're usually not great. This one sounds, it's really nice. It's not going to be comparable to something that has like a dedicated subwoofer or anything like that, but for gaming, I'm very satisfied with it. So HP mentions that this screen has low input lag, and it feels good. Like, I don't know the exact numbers offhand, I'd have to look it up, but it feels like any kind of, you know, premium gaming monitor. It's fast, very, very fast. Yo, look at this. See the mouse? So that I think they magnetize it so that if you're transporting your keyboard thing around, it doesn't like... Whoa, I think I tilted a little too steep there, but the idea is that, I mean, you can tilt it a little bit, and then, so there's like a catch, where it's like, you know? Okay. Was haben wir letztes gemacht? One thing for sure, I've been playing on a laptop for the majority of my Apex experience. I don't know, 90% of the time I've played. Was haben wir letztes gemacht? Diese ID. It feels very strange to have a gigantic screen for one.
It's also strange for it Shrine just to und not Motherlode be mit on a laptop Doppelheiler keyboard. und The tactility is nice. Robert. Was anderes haben wir nicht gemacht, ne? Nee. Motherlode 9 hatten wir jetzt. Look at this. See the scope? I feel like with this TV, like every gun's a sniper rifle. Look at that! Look at... Buddy, you don't have the HP Omen. Oh, that's my own teammate. Oh, I'm amazing. Is that all three? There's a third? The f is that? I was so close. I really wanted to win. I really wanted to win, man. I think I gotta wrap it. It's like 4 hours. Okay. I feel the reason why I'm not winning is not because of the screen. The screen is fantastic. It's that I'm not used to having this like your keyboard and your mouse on your lap. It's something else. My heart's still going. I'm embarrassed, man. I'm straight up embarrassed that I played like 3.5, 4 hours of Apex and didn't get a win. Okay, but if you're in the market for something that's awesome, like just a sheerly awesome living room or man cave gaming experience, this is the screen to get. It's so enjoyable. It's like super fluid, large. There's nothing on the market quite. Hello, and welcome to the first and possibly the final installment of what I'm calling James Tries Stuff for the First Time. Today, I'm going to use whatever tools I can find just laying around to make the most pointless PC gaming setup possible. Hey look! What are these doing here? 3 49-inch 32x9 gaming monitors. Each one of these is designed to be an elegant, standalone solution for achieving both the productivity and gaming benefits usually reserved for double or even triple monitor setups. But hey, I'm super naive. Why not connect all 3 of them to create a 180-degree semicircle of pixel paradise? Builds.gg is at it again with the stock cooling showdown. Up to $4,000 and hardware prizes are up for grabs for the most highly voted systems and for people who simply vote. Click the link below to join. Welcome back. Step 1 is to get a computer, particularly one that has enough video out ports to connect one-to-one to each of your 3 monitors. Now it is possible to go from one display port to like a hub where you split off to other DisplayPort cables. That might be possible depending on the resolution of your monitors, but it's always better to have a dedicated cable, especially considering that DisplayPort is pretty janky at the best of times. I'm also using the highest quality cables that I could find because the DisplayPort spec actually is only built around a cable length of 3 meters, which is about precisely 9.8 feet. So if you're gonna go beyond that, which you may well do, considering that if you're using monitors this wide, end to end, they're like 10 feet. If you need to go beyond 9.8 feet with a DisplayPort cable, the longer the cable, the higher quality they should be. For our computer, we're gonna be using a Corsair One Pro because it has an RTX 2080 Ti inside, which I know is capable of pushing all the pixels I need to these giant displays. So that's just one less thing to screw me over. The next thing you need is a bunch of monitors. Now ideally, you would be using 3 identical monitors, at least with the same resolution and the same aspect ratio. But it does help if they're actually the same make and model, because then they're gonna have the same sync polarity and more uniform colors across all of it. We don't have that here today. What we have, although these are, each of them, 32x9, 49-inch monitors, they're 3 different brands. We've got an LG, a Dell, and a Samsung behind me. The Samsung has a resolution of 3840 by 1080